Wir sind Basti und Svenja und seit knapp einem Jahr sind wir in unserem selbst ausgebauten Campervan Groot unterwegs in Europa. Die kleine Fellnase mit an Bord ist Pepper und begleitet unsere Reise auf Schritt und Tritt. Seit 3 Wochen sind wir nun in Großbritannien unterwegs und die Insel begeistert uns durchgehend mit ihrer atemberaubenden Natur. Steile Kreideklippen, unendliche grüne Weiten, viele Schafe und karibische Strände sind nur ein kleiner Teil, den wir bisher gesehen haben. Umso überraschender kommt es, dass wir schon Abschied nehmen müssen. Steigt ein und erlebt mit uns unsere vorerst letzte Woche in England. Wer wissen möchte, wie es weitergeht, abonniert den Kanal und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Reicht das nicht gut? Willkommen zu einer neuen Folge und einer neuen Woche mit uns. Wir haben eben gerade unser letztes Video online gestellt. Yeah. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, direkt im Anschluss an dieses Video nochmal gucken. Wir sind an den schönsten Stränden in Cornwall. Oh ja. Allerdings heißt das für uns normalerweise, dass wir einen kamerafreien Tag machen. Aber wir haben nur noch unerwartet wenige Tage in England. Und das bedeutet, wir müssen noch ein paar Kilometer hier abreißen, denn wir haben noch das ein oder andere Ziel vor uns. Und wieso und weshalb und überhaupt, das erzählen wir euch später aber nochmal in Ruhe. Jetzt machen wir erstmal den Motor an. Es geht direkt los? Dann geht's direkt los. Überall auf dem Weg so kleine Bauernhöfe und die bieten alle unterschiedliche Produkte an und wir haben gerade bei einem angehalten und die bieten Hundeeis an und deswegen kriegt Peppy Hundeeis. Heute ein Hundeeis. Wie Geburtstag und Weihnachten zusammen. Ein verfrühtes Ostergeschenk also. Scheint gut zu riechen. Ja. Und? Das Baby. Die Engländer lieben ja bekanntlich ihre Hunde und es ist wirklich auch alles absolut hundefreundlich hier. Also wenn ihr nicht im Juli oder August hier Urlaub macht, dann sind auch alle Strände für Hunde zugänglich und ja, es sind auch nur ganz wenige, die im Juli und August, ja, wo da Hunde am Strand verboten sind. Und ja, irgendwie findet man immer wieder kleine süße Sachen für Hunde und das ist einfach richtig cool. Jetzt geht's aber weiter zum Stellplatz, der ist nämlich hier gleich um die Ecke. Wir haben einen schönen Spot bei einem kleinen Zwischenstopp auf unserem eigentlichen Weg gefunden. Eine Empfehlung von einigen von euch. Wir haben so viele überragende Tipps bekommen und einer davon war Glastonbury. Und da sind wir jetzt, noch ein bisschen außerhalb, aber ich denke, morgen gucken wir uns das nochmal genauer an.
Aber der Blick von hier ist einfach schon überragend. Also der Tipp war auf jeden Fall schon mal perfekto, wie der Engländer sagt. Wir stehen hier auf so einem kleinen Parkplatz, eigentlich direkt an der Straße, aber laut Rezension über die App Park4Night, die wir meistens nutzen, um Stellplätze zu finden, soll es über die Nacht eigentlich entspannt und ruhig sein. Hier hinter mir liegt eine Ladung Müll an der Parkplatzseite und dem werde ich mich direkt mal annehmen. Ich weiß nicht, ob Basti mitkommt. Klar. Klar. Dann muss er den Müllsack aufhalten. Kleines Säckchen. Nicht weltverbessernd, aber immerhin was. So, wir lassen den Tag jetzt ausklingen. Wir machen uns eine Portion Nudeln mit Pesto. Endlich mal Nudeln mit Pesto. Das ultimative Camperessen. Und um ehrlich zu sein, gucken wir unsere eigene Folge. Recherchegründen. Mach Play. Muss ja sehen, wo man es verbessern kann. Gerade scheint auch die Sonne. Wer es noch nicht gesehen hat, Folge über Cornwall. Die Sonne scheint. Hier verlinkt. Nicht noch einen Tag alles. Leider war das gekaufte Pesto schon schlecht. Also das war wohl schon offen, als wir es gekauft haben. Also wurde umdisponiert. Und ich habe einfach eine legendäre Linsenbowle gekocht. Guten Morgen. Wir sind in der Nähe von Glastonbury. Haben wir das gestern schon gesagt? Mhm. Haben wir gestern schon gesagt. Wir haben uns gerade Frühstück gemacht. Ich war schon mit Peps draußen. Und ja, wir frühstücken jetzt entspannt. Beantworten vielleicht noch ein paar Kommentare unter unserem Video von gestern. Und dann geht es heute Nachmittag in die City von Glastonbury. Und wir sind schon sehr gespannt, weil es einige empfohlen haben. Wir müssen sowieso ein paar Dinge erledigen in der Stadt. Wir gehen in die Stadt Dinge erledigen. Long time ago. Deswegen freuen wir uns irgendwie, ein bisschen unter Menschen zu kommen.
sind angekommen. Ich kümmere mich mal um unser Parkticket. Tipp, habt immer genügend Kleingeld dabei, weil die meisten Parkplätze irgendwo in der Nähe kann man immer nur mit Coins bezahlen. Also Kleingeld. Kleingeld, genau. Ja, gucken wir mal, wie viel das kostet, weil wir haben nur 3 Pfund in Kleingeld und wie sehr wir uns beeilen müssen, hier zu sein. Bis 16:30 Uhr dürfen wir bleiben. Ja, ist okay. Hello there guys, I'm Ted the Viking from Glastonbury. This is my shopping gauntlet called Midgard Craft. These lovely guys have come in and have asked me to sing you a little song, which I will do happily. It's a little Viking song. Some of you might know some of the lyrics. Well, my mother told me someday I will find the gallows of good horse, sail the distant shores. If I stand up high in the noble boat I will steer the steady course to Valhalla. To old Thank you. Thank you for the opportunity. Thank you so much. You're welcome. That's so nice. That was amazing. You're welcome. You're welcome. Zu Hause. Ah, das ist neu, dass du runterkommst. Wir haben zu lange draußen gewartet. Ja, so schlimm. Stopp. Wir haben dir auch was mitgebracht. Ja. Ja. So, wir packen jetzt Peppi ein. Ich habe mich nochmal umgezogen. Ich
glaube nämlich außerhalb der Stadt wird es ein bisschen windiger. Nein? Ich bleib so. Basti bleibt so. Und jetzt darf Peppi auch mit. Peppi darf mit. Und dann machen wir den kleinen Marsch zum Tor hoch. Ich dachte, wir gehen mal kurz einen Spaziergang zum Tor. Also ich wusste es. Ja. Ist mir verheimlicht. Vom Weiten sah das gar nicht so hoch aus. Also es ist hoch. Aber ich zeige das gleich mal, wenn wir hier durch die Balustrade durch sind. Wir stehen jetzt direkt vor dem Glastonbury Tor. Wir haben uns eine kleine windgeschützte Ecke gesucht, weil vorne hat man mich überhaupt nicht verstanden. Es war jetzt ein ganz schöner Aufstieg, damit habe auch ich nicht gerechnet und es wurde auch ganz schön windig. Aber es lohnt sich. Deswegen muss ich eine Kapuze tragen, damit mir eine Mütze nicht wegfliegt. Es ist fantastisch, der Ausblick ist einfach nur wow, ey. Man kann einmal 360 Grad von dem Hügel in die Weite gucken und auf Glastonbury und ja, also wenn ihr hier seid, kommt hier hoch. Hui. Fahren wir weiter, oder? Fahren wir weiter. Es geht in die Cheddar-Region. Ich glaube, wir sind schon in der Cheddar-Region, aber da ist eine mega Schlucht und da wollen wir einmal durchfahren und ja, die Umgebung uns angucken und hoffentlich schaffen wir das vielleicht heute noch. Vielleicht bleibt es noch ein bisschen hell. Wenn nicht, gucken wir es uns aber morgen früh an. Wir sind gerade losgefahren und es sah einfach aus, als würde der Himmel brennen und wir haben einfach gerade so einen krassen Sonnenuntergang. Es ist abgefahren. Ich komme gerade gar nicht drauf klar. Boah. So, wir sind in Cheddar angekommen, aber es ist jetzt doch schon zu dunkel, dass man das alles noch so richtig genießen kann. Wir sind da schon ein bisschen durchgefahren durch die Schlucht und das sah jetzt schon im Dunkeln echt mega aus. Wir freuen uns schon total, das morgen im Hellen alles zu sehen. Wir stehen jetzt hier so 10 Minuten entfernt, schlafen hier heute Nacht, haben einen richtig coolen Platz gefunden
Und dann müssen wir morgen früh noch kurz zum Tierarzt direkt. Es ist nichts Schlimmes. Ich wollte schon Svenny sagen. Peppi braucht eine Tablette. Warum genau und wieso wir auch ja nicht mehr so viel Zeit jetzt hier in England hatten und auch nicht mehr haben, lösen wir morgen auf. Versprochen. Dann aber wirklich. Jetzt heißt es erstmal schlafen gehen, denn das war ein langer Tag. Und vielleicht brauche ich doch auch eine Tablette, weil es ist so aufregend und ich freue mich so. Yay! Gute Nacht. Wow, ist das krass hier. Das sieht richtig cool aus. Die Schlucht ist einfach nur mega. Es geht links und rechts richtig steil nach oben und es ist alles bewachsen mit Bäumen und Grün und ja, manche Felsen sehen schon fast so treppenartig aus. Das sieht richtig cool aus. Wir haben uns jetzt hier an der Straße entlang, sind immer so ein paar Parkbuchten, da haben wir uns jetzt hingestellt in eine. Es ist auch ordentlich was los, aber es macht überhaupt gar nichts. Es sieht richtig cool aus. Leider fehlt es ein bisschen die Zeit, um einmal da ganz hoch zu wandern. Wir haben jetzt gerade schon um einen kleinen See einen großen Spaziergang gemacht mit Peppi, aber ja, einfach nur schon da durchzufahren ist ein mega krasses Erlebnis. Es sieht einfach richtig cool aus. Abgefahren. Wir lösen auf, warum wir nur noch so wenige Tage hier in England waren und die waren auch noch unglaublich schön. Wir hatten schönes Wetter, Sonne war draußen, wir hatten Natur. Einfach traumhaft. Wir hatten eine schöne Stadt, es war richtig schön. Aber heute ist schon unerwartet unser letzter Tag in England. Ja. Mal sehen für wie lange, aber ja, zumindest jetzt erstmal, denn wir tauschen für einen ganz kleinen Moment unseren Van gegen diese Fähre Und fahren damit nach Irland. Danke, Ende.